Herzensgrüße vom 4. Juni 2025. Das Gleichgewicht der Dinge. Hallo ihr Lieben. Der zweite Tag nach dem Wipe brachte das mit sich, was ich in Chernarus so gut kannte. Verlieren und finden. Ein ewiger Kreislauf. Und doch fühlte es sich heute anders an. Vielleicht, weil das, was verloren ging, so frisch war. Vielleicht das, was kam, sich wie ein Geschenk anfühlte. Von alten Geschichten und neuen Rädern. Nico und Selina meldeten sich früh über Funk. Motiviert, gut gelaunt. Sie hatten einen roten Gunther gefunden und sofort musste ich an die Geschichte von Treue denken, sowie an unser altes Bambi-Mobil. Was für Zeiten. Leider hatten sie auch einen LKW verloren. Keine Lecks mehr, aber die Welt war dennoch aus den Fugen geraten. Autos, die sich in Rauch auflösten, als wären sie gegen eine unsichtbare Wand gefahren. Dafür hatten sie sich einen Humvee gesichert. Ich hoffte, er würde ihnen länger treu bleiben. Diese Fahrzeuge fühlten sich an wie rohe Eier und waren ebenso empfindlich. Ein Tritt in die Magengrube. In Beresino traf mich der Anblick wie ein Schlag. Der Unterstand, den ich erst am Vortag mit Elli aufgebaut hatte, einfach verschwunden. Die Sachen lagen verstreut, achtlos, als hätte jemand ihren Wert weder erkannt noch die Geste der Unterstände zu schätzen gewusst. Ich biss die Zähne zusammen und baute ihn erneut auf. Und dabei, fast beiläufig, entdeckte ich in einer Garage ein Autozelt. Niemand beanspruchte es, also nahm ich es mit. Black Lion holte mich wenig später ab und brachte mich nach Prigorodki. Dort lagerte ich das Zelt sicher ein. Ein Zaun würde noch fehlen, aber das ließ sich regeln. Geschenke in Zeiten der Not. Als wollte das Schicksal ein Gleichgewicht herstellen, boten zahlreiche Freunde ihre Hilfe an. Nur einen Tag nach dem Wipe. Kala J spendete 2 Partyzelte in Rot-Gelb und gemeinsam mit Black Lion holte ich sie in Tschernogorsk ab. Kurz darauf stand bereits das erste in Prigorodki. Unser Essenszelt. Wie früher. Danke, Kala. Greenie bot seinen weißen Ader zum Tausch gegen einen grünen an und Black Lion nahm dankbar an. Plesim von der Schweizer Garde verwies mich auf eine Kiste in Elektrozawodsk, die er für mich versteckt hatte. Ich holte sie mit dem Auto ab und bedankte mich. Pinky hatte ebenfalls eine versteckt. Für uns, für das Lager, für unseren zukünftigen Stash, wo wir Bandagen und andere Dinge lagern wollten. Zwischen Nähe und Gefahr. Doch es blieb nicht friedlich. In Tschernogorsk begegnete Black Lion einem Überlebenden namens Rudi, Rufname Braunes Auge, der mit den beiden Daniels unterwegs war. Hilfsbereit wie er war, half er ihm, ein Auto flott zu machen und wäre danach fast versehentlich erschossen worden. Rudi entschuldigte sich, doch der Schreck saß tief. Die Finger in Chernarus blieben locker am Abzug. Auch von Bausch wäre beinahe ein Opfer von Schüssen geworden, als er nach Autoteilen suchte. Tja, und ich fand in Prigorodki eine Leiche. Eine, die mir selbst erschreckend ähnlich sah. Vielleicht nur Zufall. Ich begrub sie würdevoll, aber mit einem mulmigen Gefühl. Ein neuer Name, Avendor. Am Brunnen traf ich auf Avendor, ein stiller, freundlicher Überlebender. Er spendete Essen und einige Kleinigkeiten. Es war mehr, als viele Reisende bereit waren zu geben. Das Konzept unseres Auffanglagers begeisterte ihn. Ich dankte ihm von Herzen. Der Zaun wächst. Mit neuem Mut baute ich, gemeinsam mit helfenden Händen, 2 weitere Unterstände in Prigorodki auf. Die alten Muster, die alten Bewegungen, und doch fühlte es sich neu an, wie ein Herzschlag, der wieder in den Takt fand. Ich nutzte die verbliebenen Stunden und fing an, den Zaun vorzubereiten, schleppte Baumstämme und war dementsprechend abends natürlich komplett ausgelaugt, aber stolz auf meine Arbeit. Zum Schluss: Jeder Wipe nimmt uns etwas. Aber er gibt auch Raum. Raum für neue Gesichter, neue Geschichten, neue Bündnisse, neue Hoffnung. Heute wurde sie sichtbar. In gespendeten Zelten, in helfenden Begegnungen. Ich glaube fest daran, Chernarus kann grausam sein. Aber es ist auch ein Ort, an dem Gutes wächst, wenn wir es nähren. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold.